Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Windows-Kommandozeile oder generell zu Windows, je nachdem, was ihr mehr Bock drauf habt. Und zwar letztes Mal haben wir uns angeguckt, wie man Verzeichnisse wechselt und wie man Sachen ausführt und wie man sich die Sachen in einem Ordner anguckt. Heute geht es um ein bisschen noch mehr, und zwar kann man diese Befehle, denen man hier, ja, zum Beispiel CD ist ja auch ein Befehl. Wenn ich jetzt hier CD eingebe, dann macht es irgendwas, und diesen Befehlen kann man noch Parameter geben. Da gibt es dann zum Beispiel ipconfig. Das gibt mir Auskunft über meine IP bzw. generell über meine Netzwerkkommunikation. Und ja, wir haben hier eine IPv6-Adresse, eine temporäre, eine IPv4-Adresse und so weiter, eine Subnetzmaske. Also dazu werde ich dann auch wahrscheinlich irgendwann noch eine Serie machen, logischerweise. Gibt ja bei mir auch Webdevelopment. Aber ja, was das jetzt hier alles ist, da haben wir dann so eine wunderschöne Ansicht über das alles, und das werdet ihr häufiger brauchen, wenn ihr irgendwie was hacken wollt oder sowas. Das ist die IP-Adresse jetzt aktuell nur vom internen System logischerweise. Und hier können wir aber auch noch mehrere Sachen machen mit ipconfig. Da schauen wir uns einfach mal kurz an. ipconfig und dann dieser komische Slash und ein Fragezeichen. So, und dann kriegt ihr eine Hilfedatei ausgegeben, die euch alles, was ihr machen könnt, angibt. So, also hier oben steht erstmal, wie soll das alles aussehen, und wenn hier so eine Klammer drumherum steht, dann bedeutet es für die normalen Befehle eigentlich immer, dass es optional ist. Das heißt, ihr müsst es nicht machen, ihr könnt es aber machen. Okay, und hier unten wird dann alles erläutert, was das jetzt gerade sein muss oder was das da tut. Die Hilfe ist sogar auf Deutsch, also einfach durchlesen, und ja, das ist dann genau das. So, ein typischer Befehl ist häufigerweise flush DNS. Das habe ich schon mehrmals machen müssen, damit mein Windows wieder mir Internet freigeben wollte. Denn ansonsten hat einfach nichts mehr funktioniert. Und ja, wenn wir das machen wollen, dann sagen wir einfach hier ipconfig/flush DNS. So funktioniert es dann. Einfach drücken, dann kriegt ihr keine Ausgabe, wie wir es am Anfang hatten. Das hier fällt dann komplett weg, aber ihr kriegt dann so ein komisches Windows-IP-Konfiguration, der DNS-Auflösungscache wurde geleert. Das bedeutet, er muss sich jetzt alles wieder von vorne ziehen. Das heißt, wenn ihr eine Webseite aufruft, muss erstmal gefragt werden, was ist das jetzt gerade für eine IP-Adresse, denn diese Website-Namen, wie zum Beispiel facebook.com oder sowas, die sind tatsächlich nur Namen, und die werden dann einzelnen IP-Adressen, sprich sowas, was wir hier gerade hatten, sowas wird zugeordnet. Und ja, das macht der DNS-Server, und wenn ihr den nicht mehr lokal habt, dann muss es erstmal wieder online nachfragen. Es kann auch sein, dass der einfach veraltet ist oder sowas, und dann hilft so ein Flush-DNS eigentlich immer gut nach. Oder es ist irgendwas schiefgegangen bei euch in Windows, das passiert häufiger mal. Okay. So, aber eigentlich soll es heute natürlich nur um diese Parameter hinten dran gehen und vor allem um die Hilfedatei. Die würde ich euch wirklich empfehlen. Einfach, wenn ihr nicht mehr weiter wisst, einfach dieses ipconfig und Slash und ein Fragezeichen, und schon seid ihr voll dabei. Übrigens, mit den Pfeiltasten könnt ihr durch alte Befehle durchgehen. Das heißt, ihr müsst nicht immer alles neu tippen, sondern einfach die Pfeiltaste nach oben benutzen, und schon habt ihr den letzt verwendeten Befehl, und dann nochmal nach oben, dann habt ihr den davor und so weiter und so fort. Wunderbar und sehr effizient. Alles klar. Dann war es das für heute auch schon wieder, und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.